Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Mal schauen, ob er anspringt, hä? Ja, jetzt muss ich zuerst einmal nur den Zündschlüssel rein. Wir müssen noch kurz warten. So, die ersten Meter von Peugeot in Spanien. Also das Auto ist in einem besseren vorbereiteten Zustand als das letzte Mal. Letzte kleine Arbeiten werden noch gemacht, dann das muss so sein. Ha? Hast du gerade den Audi Quattro Ja, gesehen? super, oder? Ja, cool. Ja. Aber auch richtig gut. So, mit zwei Anhänger runter und mit einem zurück. Geht es auch schneller, Adi? Ja? Geht es auch schneller? Du, nach 26 Stunden Fahrt, da brauchen wir nicht mehr so schnell arbeiten. Du small, du small. Du small. Vier schön zu. Auf Video! Wunderschönen guten Morgen aus Barcelona. Es ist 7 Uhr. Mein Slot ist um 8:30 Uhr, um das Fahrzeug zu checken, technische Abnahme. Vorher habe ich aber noch administrativ checkt, das heißt, wird alles geprüft, ob ich bezahlt habe, ob ich die Packliste sauber hochgeladen habe, und wenn das alles okay ist, dann bekomme ich eine Stempelkarte und dann gehe ich hier wieder von Station zu Station. Oder so war es das letzte Jahr, nehme mich Wunder, ob es dieses Jahr auch wieder so ist. Ich denke, wird wieder ein wunderschöner Tag. Morgenrot sieht man schon. Der Platz hat sich über Nacht massiv gefüllt. Ich hoffe, ich habe nachher Zeit, um da noch Impressionen für euch einzufangen. Aber jetzt zuerst Admin-Check. Ja, der Admin-Check. Einiges kleiner als letztes Mal, einfach ein kleines Zelt. Aber das passt. Also so sieht die Stempelkarte aus. Für mich scheint die sehr kurz. Gibt es einfach da Trippy-Check und Aufkleber und dann ist es das. Das klappte alles einwandfrei, später mehr dazu. Jetzt technische Abnahme. Es ist genial, dass ich so einen frühen Slot habe am Morgen. Weil nachher, gestern sind die da alle angestanden. Es könnte sein, dass ich der Erste bin, weil es ist niemand da. Genial. Jetzt kriegen wir da ein paar Aufkleber, die ich vorher mühsam entfernt habe. Jetzt mit Blau, nicht Gelb. Blau ist Media, Gelb ist Teilnehmer. Also das war eine extrem schnelle Sache, weil eigentlich noch niemand da ist. Und ich, typisch Schweizer, 5 Minuten vorher schon da.
ich da noch was Süßes. Eigentlich war es mein Plan, dass da der Aufkleber von 24, den habe ich extra drauf gelassen, jetzt hat er aber den 25 drüber geklebt. Ist nicht erlaubt. Schade. Das war jetzt wieder ein Erlebnis. Das schnellste technische Abnahme vermutlich an der Dakar. 12 Minuten. Das war alles an einem Ort und da hat alles gepasst. Gut, aber auch alles gut vorbereitet. Das war eine sehr schnelle Abnahme. Jetzt warten, bis der Rest vom Team auch da ist. Ich habe gedacht, ich habe länger. Hier wieder ein großes Team, MD Rallye Sport. War ich letztes Jahr auch öfters mal am Abend schauen, was sie tun. Wir haben sehr viele Autos von verschiedenen Kunden. Hier sieht man wieder, die Transporträder werden getauscht. Hier sieht man auch gut das System, wie die das Auto während der Rallye anheben können, um einen Reifenschaden zu wechseln oder den Reifen zu wechseln. Da kommt dieser Hydraulik-Stoßdämpfer raus. Das Line-Up. Ich würde sagen, dieses Design war letztes Mal schon dabei. Er ist sehr, sehr eng als Beifahrer. Wow. Gut, auch als Fahrer. Hat nicht mehr Platz. So, auf die Schnelle habe ich jetzt 10 Autos in diesem Team gezählt. Kann man sagen, großes Team.
Hier ist noch der Knight Rider. Den habe ich auch noch nie gesehen oder nicht wahrgenommen. Ah, der ist ja blau, ist gar nicht schwarz. Jetzt kann ich noch ein bisschen etwas über den administrativen Check sagen. Ich konnte da nicht filmen und sprechen und zuhören und das ging einfach nicht. Ich war wirklich begeistert, wie einfach das war, weil auch die Person, mit der ich zu tun hatte jetzt während den letzten 2-3 Wochen, wo es um alle Vorbereitungen ging, die war selber da, die hat mich gekannt, hat mich erkannt und dann ja, war alles klar. Sie wusste ja, dass ich es gemacht habe, daher noch schnell alles durchprüfen, nochmals Stempel und dann war das dann auch schon durch. Also es ist wirklich, es bringt nichts, wenn ich hier schleime, aber es ist einfach toll organisiert. Also es sind so viele Leute und es geht einfach ratzfatz. Aber ich nehme an, das muss so sein, sonst geht es auch nicht mit so vielen Leuten. Hier ist über Nacht auch ein sehr großes Team angekommen, Boku Competition. Hier kann man sich als Teilnehmer einmieten und dann machen die Service. Die machen das einfach für sehr viele Fahrzeuge. Ich denke auch für LKWs. Und hier hinten ist ein Schlafanhänger. Also damit ein Teilnehmer, meistens ein Fahrer und Beifahrer, nicht im Zelt schlafen muss, kann man sich hier da einmieten. Hab gehört, kostet etwa 15.000 € für die Rallye, wenn man hier bequem schlafen will. Muss ich da schnell skippen, weil den habe ich gestern gesehen, als er zu war. Ist einfach schwarz, nichts angeschrieben. Das Rennfahrzeug hat eine estländische Nummer. Das muss aber nichts heißen. Ich weiß, dass man da Rennfahrzeuge sehr einfach zulassen kann. Also er muss nicht zwingend von dort sein und der LKW ist von Litauen. Aber das ist mein Style. Alles schön aufgeräumt. Angeschrieben. Ich schätze mal, der hatte noch keinen größeren Einsatz. Hat zwar ein bisschen, hat Kratzspuren. Und hatte schon Aufkleber drauf. Okay, hat mich getäuscht. Nee, der war schon im Einsatz. Sind wir wieder zurück bei Boku. So, die LKWs, die ihr hier seht, die fahren höchst wahrscheinlich nicht in der Wertung, oder schon in der Wertung, aber als Fast Assistant für andere Fahrzeuge. Also die haben Ersatzteile dabei, Mechaniker. Und das sind sicher mal 6 LKWs hier. Also sicher 4, die nach Fast Assistant aussehen. Ja, nee, die anderen auch. Eine Riesengeschichte, was die da aufziehen. Noch Aufkleber vom 2024 entfernen. Viel Spaß, wenn der kalt ist.
Da nimmt man Zentimeter für Zentimeter ab. Oder Millimeter für Millimeter. Bei mir war das so. Classic LKW. Auch am Freitagmorgen noch ein munteres Ankommen. Es gibt natürlich Teams, die haben erst heute Abend die Abgabe oder die technische Abnahme und dann Abgabe. Und jetzt wird es auch für den Staff hier immer schwieriger, noch Platz zu finden für große LKW-Züge, weil der Platz doch schon gut voll ist. Klar, es gehen immer wieder ein paar welche. Auch auf LKWs gibt es Transportreifen. Sieht super aus, oder? Aber ja, jeder Zentimeter macht was aus beim Verladen auf dem Anhänger. Das kennt der Christian auch, oder? Oder kannte der Christian auch? Hier System Chaos. Und wir schmeißen es mal rein und sortieren es dann später. Hier ist dann ein Dacia gekommen. Also links hat es etwa 3 cm frei und rechts ja, sind es 2. Ja, schöner LKW mit Slideout. Okay, auf beide Seiten. Morning. Mein Ziel war es eigentlich, dass ich euch kurz noch die Teammitglieder vorstellen kann, dass ich nicht einfach filme Leute, sondern dass ihr wisst, wer das ist und was die für eine Funktion haben. Ich denke, die kennt man, aber sonst gibt es da auch neue Gesichter. Es wird aber vermutlich nicht der richtige Zeitpunkt sein, weil es ist jetzt 8:45 und das Team hätte den Slot für die technische Abnahme. Aber sie sind noch nicht da und die administrativen Checks wurden auch noch nicht gemacht. Also es könnte sein, dass da nachher ein bisschen Hektik herrscht und ich fange das sicher ein, aber ich will jetzt da nicht noch, stell dich doch mal vor oder so. Denke, da haben die andere Themen dann im Kopf. Daher, das kommt dann später.